Hast du Lust auf ein Hähnchen geschnetzeltes, das so lecker ist, dass du dich fühlst, als wärst du direkt in Peru gelandet? Dann zeige ich dir sofort, wie man Ají de Gallina macht. Fangen wir an mit dem Ají Amarillo. Zuerst schneidest du die Enden ab und entfernst sorgfältig die Samen und Adern. Diese orange-gelben Chilischoten werden diesem unglaublichen Geschnetzelten eine besondere Note verleihen. Wenn du es weniger scharf magst, kannst du mit einem Löffel die restlichen Adern herauskratzen. Jetzt werden die Chilis gekocht. Einfach 15 Minuten in sprudelndem Wasser garen, bis sie schön weich sind. Danach kommt ein wichtiger Schritt, die Haut der Chilis entfernen. Hört sich kompliziert an, aber nach dem Kochen lässt sie sich ganz leicht abziehen. So wird später unsere Ají-Soße schön glatt. Jetzt pürierst du die geschälten Chilis zu einer glatten Paste. Wenn du das Gericht etwas kalorienarmer halten möchtest, kannst du einen Schuss vom Kochwasser verwenden. Ansonsten geht es auch mit geschmacksneutralem Öl. Das Öl eignet sich gut dafür, wenn du die Schärfe reduzieren möchtest. Aber egal wofür du dich entscheidest, gib nicht so viel Flüssigkeit dazu. Es soll eher eine Paste entstehen, also wirklich nicht extrem dünnflüssig. Das hier ist unsere Ají Amarillo Paste. Sie ist wirklich ein Eckpfeiler der peruanischen Küche und wird in unzähligen Gerichten verwendet. Von Papa a la Huancaína bis hin zu verschiedenen Eintöpfen und Soßen. Die Ají Amarillo Soße ist quasi überall dabei. Sie verleiht vielen Gerichten ihren charakteristischen fruchtigen Geschmack mit einer angenehmen Schärfe. Übrigens, wenn du diesen Schritt sparen möchtest, kannst du die fertige Paste online kaufen. Ich habe dir Links in der Videobeschreibung dafür gepackt. So wird es noch viel leichter, dieses authentische peruanische Gericht zu zaubern. Weiter geht's mit dem Hähnchen. In einen großen Topf gibst du eine in Scheiben geschnittene Karotte, einen halben Püree, 3 Stangen Staudensellerie und 2 Knoblauchzehen. Mit Salz abschmecken und danach das Hähnchen hinzufügen. Für die Brühe kannst du wirklich jegliche Teile des Hähnchens verwenden. Ganz nach deinem Geschmack oder einfach was du gerade zur Hand hast. Ich habe hier ungefähr 700 Gramm Fleischgewicht. Einfach in den Topf damit und etwa 25 Minuten köcheln lassen. Nach dieser Zeit kannst du das Hähnchen und etwa 3 Tassen von der Brühe abkühlen lassen. Wenn die Brühe etwas abgekühlt ist, schnappen wir uns etwas Brot. Ob Brötchen oder Toastbrot, das ist dir ganz überlassen. Nimm einfach das, was dir schmeckt. Zerbrösle etwa 100 Gramm Brot und gib es in eine Schüssel. Und dann übergießt du das Brot mit etwas Fond, sodass es gut durchzieht und eine weiche Konsistenz bekommt. Danach nimmst du einen Handmixer und pürierst alles zu einer glatten Masse. Damit wird unsere Soße später extra cremig. Jetzt machen wir uns an die Soße dran, das Herzstück unseres Gerichts. In einem Topf erhitzt du etwa 3 Esslöffel Pflanzenöl und schwitzt je nach Größe 2 bis 3 fein gewürfelte rote Zwiebeln darin an. Und eine Prise Salz nicht vergessen, das beschleunigt das Anschwitzen und bringt die Aromen richtig zur Geltung. Nach etwa 10 Minuten, wenn die Zwiebeln schön glasig sind, kommt der Clou. Etwa halben Teelöffel Kreuzkümmel. Nur so viel, dass es dem Ganzen eine exotische Note gibt. Glaubt mir. Das macht absolut den Unterschied. Als nächstes gibst du 3 gehackte Knoblauchzehen dazu und lässt sie weitere 3 bis 4 Minuten mitschwitzen. Füge nun die Ají-Soße hinzu und lass alles bei schwacher Hitze etwa 10 Minuten köcheln, damit sich die Aromen richtig entfalten können. Und falls die Mischung zu trocken wird, gib einfach einen Schöpflöffel von der Brühe dazu. Nach ein paar Minuten kommt das pürierte Brot ins Spiel. Gib es zusammen mit etwas zusätzlichem Fond in den Topf und lass das Ganze einfach weiter vor sich hin köcheln. Und in der Zwischenzeit wäre ich dir echt dankbar, wenn du das Video liken kannst. Wenn du für die Soße eine etwas rustikalere Konsistenz magst, kannst du sie so lassen. Ansonsten, falls du denkst, es könnte noch cremiger sein, kannst du die Mischung kurz mit dem Stabmixer pürieren. Danach ist Zeit, das Hähnchen zu zerpflücken. Das Fleisch zerfledderst du mit den Fingern oder mit 2 Gabeln in mundgerechte Stücke. Und das zerpflückte Hähnchen kommt jetzt in unsere cremige Soße. Rühre alles gut um, damit sich die Aromen verbinden und das Hähnchen die Soße richtig aufsaugt. Etwas Kondensmilch verleiht der Soße ihre besondere Cremigkeit und eine leichte Süße. Wenn du magst, gib noch frisch geriebenen Parmesan dazu. Ist Parmesan nicht dein Ding? Kein Problem, lass ihn einfach weg oder verwende ihn nur zur Dekoration. Ein paar Prisen Muskatnuss rundet das Ganze ab.
Jetzt alles gut verrühren und kurz aufkochen, aber nicht zu lange. Wir wollen die cremige Konsistenz erhalten. Daraufhin kannst du mit Salz und Pfeffer abschmecken. Traditionell wird das weltbeste Hähnchengeschnetzeltes mit gekochten Kartoffeln und Reis serviert. Leg ein paar Kartoffelscheiben auf den Teller mit Reis und löffle großzügig das Ají de Gallina drüber. Für den extra Crunch kannst du auch gehackte Pekan oder Walnüsse drüber streuen. Ein paar schwarze Oliven garnieren das Ganze und bringen Farbe ins Spiel. Und für den großen Hunger gibt es noch ein gekochtes Ei obendrauf. Aber das Wichtigste für dieses Rezept ist der Ají Amarillo. Die fruchtigen, komplexen Noten dieser Chilis sind unersetzlich. Mehr Infos über diese Chilis findest du übrigens in diesem Video. Ansonsten kannst du weitere unglaubliche südamerikanische Rezepte auf der linken Seite schauen.